Noch eine Notiz. Hi Jen, I got 2 tickets for Earth, Wind and Fire on Thursday. But my girlfriend says she doesn't want to go. Her taste in music rears its ugly head again. So that leaves me with an extra ticket that I thought you might be interested in. More fun than clearing brush in the freezing rain, right? Rick. Ranger Rick hat also unserer Mutter angeboten, dass sie ihn auf dieses Earth, Wind and Fire Festival begleiten kann, weil seine Freundin die Musik nicht so mag. Ah ja. Hallo, ich will dich wegschmeißen, danke. So, das kann ich gar nicht angucken. Ich dachte. Warte mal. An welchem Tag war das? Am 23. Februar und am 22. war Mutti beim Friseur und hat das Komplettpaket bekommen. Ernsthaft. Ihr Mann macht sie so gesehen Vorwürfe, dass er, ja, was eigentlich? Dass er wahrscheinlich in einer Midlife-Crisis steckt, was verständlich ist. Er will als Schriftsteller arbeiten, findet keinen Verleger für seine Bücher, macht dementsprechend einen Job, der ihm wahrscheinlich keinen Spaß macht und sie verdient das Geld. Und das ist manchmal ja auch frustrierend, das kann man doch nachvollziehen. Und dann macht sie sich schick für Ranger Rick. Na, ich weiß ja nicht. Was haben wir hier? Ah, wieder Girl Justice. Was haben wir hier? Eine Notiz. Sam, since you refuse to hear us out this afternoon, your mother and I are putting this in writing so that we are absolutely clear. You are... Entschuldigung. You are grounded for the rest of the month from social and telephone privilege and from using your car for anything except going to and from school. We understand what you are going through, but we can't allow you to continue with this kind of behavior at school. And clearly, once your privileges are reinstated, we can't allow you to have your bedroom soon closed while Lonnie is at the house. This is the last word on the master. Get back on course so this won't have to happen again. Dad. Okay, das erklärt jetzt natürlich auch den Brief, der vor ihrem Zimmer hing. Also sie hat Hausarrest bekommen. Und auch Telefonverbot und alles und dürfte ihr Auto nur noch benutzen, um zur Schule hin und zurück zu fahren. Und wenn Lonnie da ist, darf sie ihre Tür nicht mehr schließen. Disciplinary Referral. Okay. Samantha Greenbrier. Description of behavior incident. Distributing inappropriate materials on school grounds. Disciplinary action taken. Phone call to students' parents. Out of school suspension. Okay, also sie wurde für 4 Tage suspendiert und ihre Eltern wurden angerufen, weil sie... I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But they saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Also sie hatten unangemessenes Material mit in der Schule, wahrscheinlich diese Magazine hier, die sie selbst gebastelt haben.
Und offensichtlich wollten die Eltern nicht einsehen, dass ihre jüngste Tochter eben einfach mal Frauen mehr mag als Männer. Und ich muss ja sagen, solche Eltern liebe ich ja, oder generell solche Menschen. Ja, wie gesagt, ne, jedem Tierchen sein Pläsierchen und es muss doch jeder für sich selbst wissen. Jeder mag was anderes. Aber die Eltern wollten es nicht wahrhaben und wollten hier halt einreden, dass es nur eine Phase ist. Und hier haben wir wieder eine Postkarte von ihr. Hi Mom, Dad and Sam. The Vatican is weird. As you can see, the Catholic Church still has a lot of money left over from the Middle Ages. I've gotten to see all of the art, including the Sistine Chapel ceiling and sculptures by Michelangelo, Donatello and the rest of the Ninja Turtles. Mom, we'll have to come back together. I would love to be here with someone who really appreciates the history behind everything. Also, Sam, they have various relics, as in pieces of important dead people, so you should come too. Next stop, Barcelona. Calm down, Dad, I won't get gored by a bull. Probably. Love, Katie. Also, sie war im Vatikan und findet es halt, merkt halt an, so, dass die katholische Kirche noch sehr viel Geld aus dem Mittelalter übrig hat. Und dass sie halt verschiedene Kunstwerke gesehen hat und gern mit ihrer Mutter dorthin fahren würde, weil sie das wenigstens wertschätzen würde. Und dass es Sam dort auch gefallen würde und dass es als nächstes auf nach Barcelona geht. Ja, das ist ein bisschen unfair irgendwo. Ja, Katie hat sich sozusagen ein schönes Leben in Europa gemacht. Für, ich weiß nicht, ein Jahr. Und Sam hat so gesehen ihre große Liebe entdeckt und wurde einfach nicht wirklich ernst genommen. Das ist unfair und ehrlich gesagt auch sehr traurig. Wenn man von den Eltern nicht ernst genommen wird und das nur als Phase abgeschrieben wird oder so. Oder man dann man dann in Nischen gezwungen wird und nicht man selbst sein darf. Und wir haben wieder einen Brief von Carol. First off, congratulations! Janice Greenbrier, Regional Director. And I say congratulations because, come on, you're going to take the job, right? What are you writing for an engraved invitation? Call them back. But in the meantime, let's discuss this little outing you had with our favorite flannel-clad hunk. What a blast. But you sound like you're reading a lot into an innocent night out. You're sure there's something there? You said he has an out-of-town girlfriend. You're sure they're not serious? Okay, so we have to figure out when we'll see each other next in person. Enough with the letters. Oh, your congratulatory margarita, boss lady. Soon, Carol. Okay, also das klingt fast so, als wäre zwischen Muddern und Ranger Rick noch etwas mehr passiert. Und Carol will mehr wissen. The accidental warrior. Don't give up on this, honey. Aha. Ein Manuskript also. Ah, Lichtschalter. Sehr schön. Bin ich denn jetzt hier? Ah, okay, da vorne bin ich reingegangen. Ach, das ist ein Fenster. Okay, hier gibt es sonst nichts. Ich finde die Schiebetüren irgendwie viel toller als die anderen. Und hier ist wieder ein Kassettenrekorder. Das heißt, wir finden wahrscheinlich wieder eine Kassette. Brad Mobile, some special. Und wieder Karten. Und wieder Bücher. The Accidental Savior. Another Unknown Dimension Literature Discovery. Ah ja. Cool. Kann ich da auch was drunter stellen?
Genau so habe ich mir das gedacht. Ich kann ihn auch öffnen. Eiscreme. Cookie Karamell. Klingt gut. Was haben wir hier? Fischsticks. Fischstäbchen. Spinat. Sukostasch. Wahrscheinlich irgendein Gemüse. Ja. Genau. Read Invitation. Mr. and Mrs. Jonathan Blair request the honor of your presence at the marriage of their daughter, Helen Margaret, to Mr. Richard Morris Pedermack. Sunday, the 4th of June, 1995, at 4:30 in the afternoon. Ist das nicht, Ranger Rick? Ranger Rick hat also geheiratet oder wollte heiraten oder wie auch immer. Sam's schedule working at Crown Burger on Bethel Road. Monday, Wednesday, Thursday, Friday, 3 p.m. to 7 p.m., Saturday, 12 p.m. to 6 p.m. Also Sam hatte offensichtlich einen kleinen Job. Und na, was haben wir im Kühlschrank? Russian Dressing. Ketchup. Na, fast. Milch. Ach, schade. Cola. Nochmal Milch. Mit hinzugefügtem Vitamin D. Käse, Relish und Marmelade. Eine schon leicht angebräunte Banane und Apples. Kann ich die aufmachen? Ich kann die aufmachen. Aber an kann ich sie nicht machen. Die Küchenschränke sind auch alle leer. Ich finde es blöd, dass das nicht kaputt geht. Grab Cutting Board. Hier wurde offensichtlich erst noch zusammengebaut. Hier ist überall nichts drin. Read Story. Samantha and Leniel were in the woods one day. It was sunny and they were on a adventure, but they went to the pirate ship. Da war sie doch bestimmt noch ganz klein, oder? Ich meine... Das ist ja doch so ein bisschen... Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I take him for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Ja, da schien sie noch jünger zu sein. Und Daniel kam vorbei, um sein Spiel abzuholen und brachte diese Geschichte, die hier liegt, mit. Und Sam fing an zu weinen und erzählte dann halt von ihrem Vater und von der Schule und von Lonnie. Und entschuldigte sich bei ihm, dass sie nicht mehr sein Freund ist. Und sie nahm einfach zu viel für selbstverständlich hin, offensichtlich bei ihm. Pizza! Also irgendwer hat's hier mit Pizza. Achso, ist nur ein Stift. Das geht auch nicht. Letter. Mal wieder. Congratulations on your new position. Dear Regional Conservation Director Greenbrier, having received your formal acceptance letter, I write to congratulate you
on your new position as Regional Conservation Director of the State Forestry Service. We wish you luck in your final weeks at Flintlock National Forest and very much look forward to welcoming you to your new desk in the State Forestry Office at 8 a.m. on May 1st. Also sie hat den neuen Job angenommen und hat am 1. Mai dort angefangen. Und schon wieder haben wir hier Ordner, die komplett leer sind. Und schon... Die haben hier ein Faible für Telefonbücher. Kann das sein? Da hat man schon reingeguckt. Okay. Sehr gut. So dramatisch ist das nun auch nicht. Ich habe nur eine Tür aufgemacht. Ah. Hier haben wir schon wieder die Accidental Pariah. Aha. Okay. Was ist das hier? Dear Mr. Greenbrier, first let me say that I hope this missive finds you well. Hell, it feels like a goddamn miracle that it finds you at all. Do you know how long we've been trying to track you down? Worry not, we aren't the Feds, the Men in Black, or any other sort of creeping fascist hobgoblins. In fact, we're on your side. Let me start from the beginning. Unknown Dimensions is what you might call a specialist publishing house. We traffic in the weird, the ahead of its time. The lost but not forgotten by a small but dedicated group of plugged-in bibliophiles type of out there mass market shunning visionary expression that refuses to be taken on anything but its own terms. Alter, der Satz ist viel zu lang. We've had an unparalleled run since our inception 4 years ago, unearthing and reviving Christ, or zombie-like, timeless works such as N.N. Bestman's Message of the Snake Man, It's Inside Me by Jens Keller, and Emil Krieger's oft-banned Venusian Flesh Traders. But ever since we discovered tattered copies of your Accidental series at a church rummage sale in Long Branch, New York, we've been trying to track down the author of this weird and dark American outsider art. It's just a kind of forgotten portal into 20th century civilizations, anxieties and delusions that our readers lose their minds over. James Bond and Harrison Ford might be the dick-swinging heroes that modern suburban America wants, but John Russell, mild-mannered insurance agent by day, reckless history-revising sociopath by night, is a twisted peacekeeper that it deserves. It is our mission to bring him back to life. Okay, so I've typed plenty. What do we want from you? We want your permission to reprint the work. Since your original publisher, Mercury Books, folded a decade ago, we want you to supply a new foreword for the books to appear in brand new editions of The Accidental Savior and The Accidental Pariah, to be produced by Unknown Dimensions as a limited run and marketed directly to our highly discerning customer base. And we want to offer you a portion of the proceeds, contract to follow, assuming you're interested in coming along with us on this weird odyssey. We look forward to embarking with you and to thrusting your work screaming back into the sweating palms of an unsuspecting America public. It's about time. Okay, also Unknown Dimensions, das haben wir schon rausgefunden, sind halt ein Verleger und die wollen halt, oder wollten halt die Bücher von unserem Vater verlegen. Sodass die keiner mehr findet. So als Osterdings. Sam, your mother and I will be away for a long weekend celebrating our anniversary, June 3 to 7. We will be camping in the gorge, but we will give you a call on the way home. Sorry, the kitchen is still mid-renovation. Never trust a contractor. $40 is on the table to order pizza while we're gone. Be good, Dad. Okay, also unsere
Eltern sind für ein langes Wochenende weg, wahrscheinlich um den Hochzeitstag zu feiern. Und sie haben Sam Geld dagelassen für Pizza. Das wurde auch offensichtlich gerne für Pizza genutzt. Ja, und hier ist ein Hut. ROTC. Ein Militärhut. I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. She said, not a lot, really. You're not allowed to bring anything with you. You have no possessions, no contact with the outside world while you're in basic. You just train hard every day, and then you deploy from there. So, they'll just send her away. To who knows where. The other side of the country? The other side of the world? My mind, can't process it. She's really going to be gone. Just gone. Und ich rede, während das Mikro aus ist. Yay! Scheiße. Also, andersrum. Sam wollte von Lonnie wissen, wie lange sie weg sein wird und was sie so mitnehmen wird. Und Lonnie meinte, sie dürfen nichts mitnehmen. Das ist nicht gestattet. Und im Endeffekt ist sie dann halt einfach weg. Und ich bin auch mal kurz weg. Die Natur ruft, aber wir sehen uns gleich wieder in einem kurzen Augenblick. Ihr werdet es gar nicht merken. Bis dann!